Das hier ist der Fort Jefferson-Turm und Sie werden mich mit Kommandant Jeff ansprechen. Ich mache hier die Regeln. Nicht Bracken, nicht Rais. Das hier ist Jeffhausen oder Jeffbergen, Jeffburg, Neu-Jeffingen. Hey, Jeff. Kommandant Jeff! Es ist ein Notfall. Die Stadt hat kein Gas mehr. Ach ja, das war ich. Sie haben das Gas abgedreht? Das Installieren der Höllenwand am Fort Jefferson erforderte eine Unterbrechung der zivilen Gasversorgung. Sie haben meine Erlaubnis, diese wiederherzustellen. Das sollten Sie erledigen. Keinesfalls. Meine Abwesenheit würde die Basis gefährden. Das ist eine Aufgabe für entbehrliche Kräfte. Kommandant, ich melde mich freiwillig. Guter Mann, wie immer Sie auch heißen. Wäre schlecht, Sie zu verlieren. Also, öffnen Sie die Ventile der einzelnen Quadranten sowie die Hauptverteilungsschleuse. Melden Sie sich bei mir und ich stelle den Gasdruck für die Stadt wieder her. Hey, falls Sie die Mission überleben, dürfen Sie als erster Zivilist die Höllenwand bewundern.
Ich habe die lokalen Ventile und die Hauptschleuse geöffnet. Oh, und die Ballastleitungen? Die was? Feurige Flatulenz, muss ich Ihnen alles erklären? Sie müssen natürlich alle Ventile der blauen Leitung schließen, um den Druck auszugleichen. Und zwar flott, sonst fällt mehr Gas aus als bei Oma nach dem Teller Bohnen. Das war's. Jetzt zurück zur Basis. Im Laufschritt Marsch. Zu Befehl, Boss. Soldat, wir müssen definitiv an Ihrer Disziplin arbeiten.
Gute Arbeit, Soldat. Ich öffne jetzt die Hauptdruckschleuse. Halten Sie sich bereit für ein Feuerschauspiel erster Klasse. Ich schaue mir das lieber aus der Distanz an. Wie Sie wollen. Wir haben 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Zündung! Sehe die infernalischen Flammen der Apokalypse! Was zur Hölle war das? Ich habe Jeff gefunden. Das Gas ist wieder da. Hervorragend. Wie gesagt, er ist unersetzlich. Ich befürchte, wir müssen einen Ersatz finden. Bracken, hier ist Train. Hörst du mich? Bracken, hörst du mich? Scheiße. Jade, hier ist Train. Hörst du mich? Wie viel Antizin hast du denn? Rais wollte das... Also, er hat uns reingelegt. Ich habe nur 5 Ampullen. Was? Verdammt, das reicht noch ein paar Tage. Hör mal, Crane, wir haben ein Problem hier. Im 18. Stock kam es zu einem Ausbruch. Komm schnellstens zurück und verlier das Antizin nicht. Würfe sind sinnlos. Reis greift sich an. Jade hat mir gerade erzählt, dass im 18. Stock die Epidemie ausgebrochen ist. Ich muss das bisschen Antizin, das ich habe, schnellstmöglich zum Turm bringen. Hast du das Antizin? Gib es mir. Was ist passiert? Eine Person hatte sich verwandelt und ein paar andere saßen fest. Wir hätten die Wohnung abriegeln können, aber Bracken wollte so viele Leute wie möglich retten. Es war übel. Jemand musste ein Ende machen. Jetzt ist die ganze Etage verloren. Leider auch ein paar Kinder. Du redest besser mit Bracken. Ich bringe Lena diese Medizin. Würfe sind sinnlos. Reis greift sich ja doch alles.
Hier werden die Antizin-Abwürfe angekündigt. Und das hat einfach aufgehört. Da waren Kinder drin! Ich war wie gelähmt. Lena musste eingreifen. Vielleicht sollte sie übernehmen. Zum Teufel, Crane! Ich bin kein Anführer! Ich bin ein verdammter Parkour-Trainer! Also das Freerunning... Das warst du? Bracken, du hast den Leuten geholfen zu überleben. Weißt du, was ich in der Tasche hatte, als ich nach Haran kam? Visitenkarten, verdammt nochmal! Ich hatte gehofft, hier ein paar Schüler zu finden. Vielleicht sogar genug, um mir ein Haus leisten zu können, statt dieser abgeranzten Mietwohnung. Also, ich werde selbst mit Rice reden. Hey, Moment mal. Diese Leute brauchen dich. Gib mir ein bisschen Zeit, okay? Es muss einen anderen Weg geben. Einen besseren Weg. Gut, ich warte. Aber nicht lange. Zeit, dass ich endlich mal was Gutes tue. Schön, dich zu sehen. Sei froh, dass du den Mist hier nicht mitbekommen hast. Rahim! Hey, was machst du hier oben? Hey, Crane! Kann ich dir trauen? Wie viel hast du denn intus, Junge? Kann ich oder nicht? Ja. Was gibt's? Siehst du den Wolkenkreuzer? Speer haben dort ein Schattenjägernest entdeckt. Wenn wir das zerstören, könnten wir nachts auf Mission gehen. Also dachte ich, wenn wir Sprengsätze anbringen. Ach Mann, der Plan schon wieder. Crane, das muss sein. Solange es das Nest gibt, werden wir nie genug Antizin auftreiben. Es würde funktionieren. Wir sind ein gutes Team. Ah, Scheiße! Scheiße! Lass mich bloß nicht fallen! Oh, fuck. Ich sag's ja, wir sind ein gutes Team. Schau, Rahim, wir haben keinen Sprengstoff. Nichts. Allerhöchstens vielleicht sowas wie Spikes Böller. Das Ganze ist unmöglich. Du weißt ja nicht, wie das ist. Ich muss immer zuschauen. Untätig rumhocken, alles mit ansehen und kann nichts tun. Ich will hier nicht sterben, Crane. Nicht so. Nicht hilflos. Wenn ich draufgehe, dann lieber im Einsatz. Was ist das? Ich sollte am Sonntag fliegen. Die Quarantäne ging am Donnerstag los. Hatte schon gepackt. Also gut, ich halte die Augen offen, okay? Wenn ich irgendeine Möglichkeit finde... Was soll's? Hier ist Crane, hören Sie mich. Was wollen Sie, Crane? Ich will, dass Sie wieder Antizin abwerfen. Wenigstens beim Turm. Diese Leute brauchen Hilfe. Sie sind in Haran, um die Datei zu finden, nicht um Mutter Teresa zu spielen. Oder haben Sie sich Rais Vorschlag nochmal überlegt? Vielleicht würde Frau Aldemir ja sogar kooperieren, um ihr Talent auf die Probe zu stellen. Geben Sie uns erstmal Antizin, dann reden wir darüber, was Rais will. Oh, uns also, wie? Nun, wir können Ihre Bitte leider nicht berücksichtigen. Das Verhältnis zum Ministerium ist etwas angespannt. Die Wiederaufnahme der Abwürfe wäre derzeit politisch nicht opportun. Ihr verdammten Arschlöcher schießt echt den Vogel ab. Ihr und eure scheiß Datei. Ich finde die Datei, aber ich sehe sie mir gut an, ehe ich entscheide, was ich damit tun werde. Crane, Jade hier.
Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Was kann ich für dich tun? Wir haben nicht viel Zeit, deshalb ohne Umschweife. Ich brauche deine Hilfe. Rais hat eine verlassene Schule in ein Depot umfunktioniert. Und ich vermute, dass er sein Antizin dort lagert. Wir könnten uns hineinschleichen und all die Medikamente besorgen, die der Turm braucht. Verstehst du? Bin dabei. Großartig. Wir treffen uns in einem der Waggons auf der Brücke nahe der Schule. Ist schon gut. Hey Jade, falls wir kein Antizin finden sollten, müssen du und ich uns unterhalten. Über was? Jetzt steht erstmal ein Überfall auf Rais Lager an. Dann sehen wir weiter. Jade weiß, wo wir mehr Antizin herbekommen. Ich soll sie in einem der Waggons bei der Schule treffen. Und das wäre? Mr. Crane, kennen Sie jemanden namens Volkan Yassif Dahl? Volkan Dahl? Klar. Dem gehört Volkan Petrol Engineering. Er ist der reichste Mann von Haran. Vollkommen richtig. Und Mr. Dahl benötigt Ihre Dienste. Ich wusste nicht, dass er noch hier ist. Die meisten seiner Angestellten wurden zwar evakuiert, aber seine beiden Chefingenieure sind noch in den Slums. Die Zwillinge Tolga und Fatin. Sie arbeiten an einem Sonderprojekt. Es ist streng geheim, daher kann ich Ihnen nichts Näheres dazu sagen. Aber ich versichere Ihnen, es ist über alle Maßen wichtig. Dann maß ich mir mal nicht an, nachzuhaken. Die Brüder sind brillante Ingenieure, aber leider auch etwas eigen. Deshalb und aufgrund der derzeit herrschenden Bedingungen hinken sie dem Zeitplan hinterher. Mr. Dahl will, dass Sie den beiden helfen, das Projekt voranzubringen. Natürlich erwartet Sie eine großzügige Belohnung. Mein Job wäre? Tun Sie, was die beiden verlangen. Sie werden sie nur ab und zu benötigen und jeweils auch nur für eine kurze Zeit. Machen Sie sozusagen den Weg frei. Sie werden sich melden, wenn Ihre Hilfe benötigt wird. Ich denke drüber nach. Hier gibt es immer was zu tun. Crane, der Mann, der den Strom wieder angeknipst hat. Hier, nimm das. Entschuldige meine schlechte Laune, aber ich habe heute einen richtig miesen Tag. Kann ich irgendwie helfen? Ja, aber Bracken erlaubt's nicht. Er hält's für zu riskant. Ist es was Wichtiges? Okay, Bracken will nachts mehr Sicherheit. Zu viele Kreaturen der Nacht vor der Tür, verstehst du? Also habe ich eine Lichtanlage gebastelt. Mit fetten 10 Kilowatt UV-Lampen. Verbrennt einen Schattenjäger in 60 Metern Entfernung. Das wäre nur genial. Aber die nötigen UV-Strahler sind an den Türmen der Brücke der Schande montiert. Die Brücke? Augenblick mal. Meinst du damit die Feuerwand der Schande? Klar. Die größten UV-Strahler der Hemisphäre. Alfie, das System hat nicht funktioniert. War eine Katastrophe. Die mussten die Brücke demontieren. Wäre der Strom nicht ausgefallen, hätte es funktioniert. Als du die Umspannwerke neu gestartet hast, ist das System wieder hochgefahren. Man kann's nachts sehen. Jemand muss also diese Strahler holen. Stimmt, ja, genau. Das Problem ist, ein paar von den Dingern sind ausgebrannt, klar? Die nützen uns nichts. Um also rauszufinden, welche noch leuchten, muss man sie einsammeln, während das System an ist. Noch so ein Nachteinsatz. Ranzukommen ist nicht schwer. Aber sobald du die Strahler entfernst... Bist du auf einer pechschwarzen Brücke und hast mächtige Probleme. Ja, weißt du was? Vielleicht hat Bracken recht. Vergiss die Sache einfach. Aber es ist wirklich jammerschade. Hey, ich hätte da ein Schnäppchen für dich. Hey, hast du das Haus gesehen, aus dem roter Rauch steigt? Wenn Rais Männer das sehen, werden sie dem Kerl dort einen Besuch abstatten.
Jemand sollte ihn warnen. Ich habe genug andere Sorgen, aber ich überleg's mir. Was ist? Du kennst Jafar, oder? Der Typ aus der Werkstatt. Er sucht einen fähigen Kurier. Wofür? Wollte er über Funk nicht sagen. Ich glaube, es ist etwas Wichtiges. Okay. Einmal viel besser. Aber warum? Weißt du, wie die Infizierten reingekommen sind? Klar, ich weiß, wie sie reingekommen sind. Dieser maskierte Spinner hat den Riegel durchgesägt. Von wem redest du? Wir nennen ihn den Gasmaskenmann. Er lebt draußen und hat echt einen Schuss. Er trägt dauernd eine Gasmaske. Denkt, das würde ihn schützen. Ja, was? Ganz sicher? Eine Wache hat ihn den Riegel durchsägen sehen. Jemand sollte sich um diesen Kerl kümmern. Was ist denn los? Harun, dieser furchtbare Unmensch. Er hat meine Schwester vertrieben. Aida ist Witwe mit 2 Kindern, Jasmina und Jamil. Sie sind unter dem Zaun durch, um ihre Mutter zu finden. Jasmina ist gestern zurückgekommen, aber Aida und Jamil sind noch da draußen. Bitte, könntest du meine Schwester und meinen Neffen zurückbringen? Ich werde es versuchen. Wo ist das Mädchen? Sie versteckt sich in meinem Haus vor Harun. Sie hat Angst, er wirft sie auch raus. Vielleicht rede ich mal mit Harun.
Er ist nicht da. Oh, dann solltest du ihn suchen. Wo finde ich Harun? Vermutlich unter der Brücke. Da wohnen die meisten Trolle. Frisst wohl gerade Fischköpfe. Musste leise sein. Jasmina? Ich will deiner Mama helfen. Sprichst du mit mir? Sie ist in Gefahr. Ich muss sie finden. Sie ist weg. Sie wurde gebissen. Harun sagt, wer gebissen wird, kann nicht hierbleiben. Ich bringe sie an einen Ort, wo es Medizin gibt. Dort wird man sie nicht wegschicken. Kannst du mir sagen, was dir und deinem Bruder zugestoßen ist? Jamil und ich sind unter den Zaun durch, um Mama zu suchen. Wir haben sie bei den Häusern hinter dem Tunnel gefunden. Da war ein Beißer. Er hat mich gebissen. Mama hat ihm auf den Kopf gehauen. Er hat dich gebissen? Nur ganz leicht. Ich habe mich gewehrt. Und deine Mama? Sie hat uns in ein Haus geführt und ist dann los Medizin suchen. Als sie wieder da war, hat sie Jamil gesagt, er soll dort warten. Und dann hat sie mich zu diesem Mann gebracht. Hat er dir Medizin gegeben? Ja, er hat gesagt, dass wir noch mehr brauchen. Aber ich und Mama könnten im Keller bleiben, als seine Püppchen. Ich weiß nicht, was das heißt, aber Mama hatte Angst. Sie hat ihn gehauen und gesagt, ich soll weglaufen. Ist schon gut, Jasmina. Ich werde sie finden. Wo lebt dieser Mann? Weiß nicht genau. Es ist ein Haus mit Hämmern und Äxten. Und wo ist dein Bruder? Jamil versteckt sich in dem Haus mit den roten Blumen. Du bist sehr mutig, aber du musst noch ein wenig hierbleiben. Halt dich von Harun fern, bis ich zurück bin, ja? Würdest du wirklich Mama und meinen Bruder finden? Auf jeden Fall. Dankeschön. Harun. Hey, ich bin beschäftigt. Wieso hast du diese Frau aus dem Dorf vertrieben? Aida? Die ist infiziert. Kein Infizierter darf im Dorf bleiben. Will Gersel das so? Manche Leute wollen keine schwierigen Entscheidungen treffen. Ich tu's. Wenn Aida lieber hier geblieben wäre, hätte sie sich eben nicht beißen lassen dürfen. Pech gehabt. Sayonara. Was ist mit den Kindern? Was soll mit ihnen sein? Hier gibt's kein Antizin. Ich habe ihnen Gefallen getan, damit sie nicht zusehen müssen, wie wir ihre Mutter zerstückeln, wenn sie zum Zombie wird. Du wirst mir gerade unsympathisch. Hey, ich will keinen Ärger. Du siehst ganz in Ordnung aus. Und schönen Tag noch, ja? Und jetzt verpiss dich! Wieder eine Nacht im Marsch.
Warte, ich tu dir nichts. Du bist Jamil, ja? Ja? Ich suche deine Mutter. Kannst du mir sagen, wo sie ist? Jasmina ist gebissen worden. Mama hat sie zu einem Mann gebracht, der Medizin hatte, die vom Himmel gefallen war. Sie hat gesagt, er heißt Salim. Weißt du denn, wo Salim wohnt? Im Werkzeugladen. Hör mir zu, Jamil. Ich hol jetzt deine Mama und komm dann zurück. Warte hier auf mich, okay? Okay, komm bald zurück. Mach ich. Keine Angst. Salim! Salim, lass uns reden! Hau ab! Ich bin bewaffnet, also verzieh dich besser. Aber Dali! Du musst Aida laufen lassen! Meinst du dieses dumme Weib? Sie ist tot. Sie war infiziert. Ich musste sie töten. Ihre Tochter sagt, du hast Antizin! Keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich habe nichts damit zu tun. Ich gehe hier nicht weg ohne sie! Ach ja? Du hast also Lust auf eine Party? Dann brauchen wir noch ein paar Gäste. Gott, was hat er dir angetan? Ganz ruhig, ganz ruhig.
Du bist frei. Jasmina, meine Tochter, Sie ist im Dorf und wohlauf. Dein Sohn versteckt sich immer noch im Haus. Wo sollen wir jetzt bloß hin? Harun wird uns wieder aus dem Dorf vertreiben. Nimm deine Kinder und geh mit ihnen zum Turm. Frag dort nach einer Ärztin namens Lena. Sag ihr, dass Crane euch schickt. Und dass er dafür sorgen wird, dass genug Antizin für dich und deine Tochter da ist. Du bist Crane? Ja, ich bin Crane. Geh jetzt zu Jamil, er wartet auf dich. Jasmina ist bei deiner Schwester. Danke, dass du so gütig warst. Ich dachte, so etwas gäbe es nicht mehr.